Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Show Star Trek Online Agents of Yesterday. Ja, und zwar beginnen wir heute mit der vorletzten Episode, die neu mit dem Agents of Yesterday Package gekommen ist. Temporale Abrechnung. There's been a serious temporal incursion. Head to Deep Space Nine and use the wormhole to travel to the Gamma Quadrant as soon as possible. Once we're through the wormhole, we'll be traveling to what becomes the new Kittimer system in the 28th century. It's on the fringe of current Dominion territory, so we should be able to transit in time before they're aware of us. Gut, natürlich. Was bekommen wir? Temporal geschützter Datenkern ist die Konsole. Beginn temporale Abrechnung. We've lost contact with Temporal Fleet Command. No response to hails. Nothing. If the Envoy's Temporal Liberation Front is behind this, we're in trouble. We need to get to New Kittimer and assess the situation. Be ready for anything. There's no telling what could be waiting for us there. Wir erreichen nun das neue Kittimer-System und wir sind nicht allein. Ich erfasse mehrere Schiffe, Krenem, Nakrul-Waggon, sogar Sphärenbauer. Außerdem erkenne ich Energiereste und Trümmerteile von Allianzschiffen. Hier gab es vor kurzem eine Schlacht. Gelber Alarm. Sind wir zu spät denn jetzt? Not yet. They haven't fully occupied the sector or the station by the look of things. But we need to move fast. They've shut down the temporal operations relay, so we're on our own. We won't be able to contact our ships in the time stream without it. Once we get the ops relay online again, we'll be able to call in reinforcements and secure the sector. Let's make a surgical strike before they can reinforce their positions. Sehr gut. Steinmann, bringen Sie uns dorthin rein. Bevor wir aber losmachen, möchte ich mal schnell die Audio etwas lauter machen. So, und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Weg mit ihm! Weil ich IPs habe ich so ein bisschen zu laut gemacht. Option. So, weiter geht's. Feuern wir sie mal kaputt, würde ich sagen, die Kräne. Was? Das war schon mit den Kranen. Ah, okay. Ich glaube, das ist es. Ah, ja, wieder ein Demos-Zerstörer. Wumm. Wow, diese Verzerrung. Wow, und die ist schon kaputt. Na toll. Die hat's ja echt gebracht. Respekt. Genau wie das hat's auch gebracht, ne? Ah, diese Unlogik. Naja, ich glaube, wir sind denen so ein bisschen zu schnell. Habe ich so das Gefühl. Vogonen! Naja. Die haben wir auch dann mal. Das geht mir irgendwie zu schnell, die kaputt zu machen, die erlebt. Aber nun gut. Und da vorne haben wir auch schon die letzte Streitkraft. Dann dürften wir, da haben wir, glaube ich, schon mal die Schiffe hier. Das haben wir ja dann schon mal erfüllt. Krenem Schlachtschiff.
So, dann bin ich mal gespannt, was nun auf uns zukommt, weil die Mission habe ich ja auch noch nicht gespielt. Zu der Station der temporären Flotte fliegen. Ah ja. Nähern uns Transporterreichweite, Admiral. Die Station ist derzeit online, ohne Schilde. Wir sind bereit, das Außenteam auf ihren Befehl hin herunterzubeamen. Ich erfasse jede Menge feindliche Lebenszeichen da drüben. Ich würde keine herzliche Begrüßung erwarten. Ich beame jetzt mit Absicht auch nicht runter, denn wenn ich ehrlich bin, guckt euch mal diese Station an. Das ist ja eine, die geht komplett um den Planeten rum, so wie es aussieht. Ist halt mit Stützen mit dem Planeten verbunden. Die hat mich an eine Star Wars Station aus Star Wars The Clone Wars. Die ging auch so rundrum. Finde ich interessant. So, dann beamen wir jetzt mal rüber. Beam, 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 beam. Beam, 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 beam. Beam, 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 beam. Beam, 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 beam. Das war meine künstlerische Gesangseinlage. Okay. Ja, du darfst laden, Spiel. Du darfst laden. Wir haben da unten nur so ein kleines Stückchen. Oh, er lädt. Guck mal, hier muss er hinkommen. Fangen die Maus. Fangen die Maus. Nicht gefangen. Admiral auf ein Wort. Was denken Sie, Tarsi? Irgendetwas stimmt hier nicht. Wir sind auf eine kleine Widerstandsgruppe gestoßen, haben uns ohne Probleme herübergebeamt. Es fühlt sich einfach zu einfach an. Die Sache gefällt mir nicht. Das fühlt sich nach einer Falle an. Verschweigt uns dann jetzt etwas. Mein taktischer habe jetzt einige gute Argumente vorgebracht, denn jetzt. I agree. They must know we're here. We fought our way in. Is this a trap? Possibly, but not one of my making. It's simple. The envoy and his forces need to be stopped right here, right now. Trust me or not, but we need to complete our mission here. Na schön, denn wir werden das zusammen zu Ende bringen. There should be a command-level access console in what used to be the main assembly hall. From there, we can get the ops relay back in business. Verstanden, ausrücken. Let's try this door. We're going to have to find another way. Gut, die Tür war schon mal nicht, würde ich sagen. Ja, aber sehr schön gemacht, wenn ich sage. Also der Raum hier, also dieser Gang. Wait, ich finde irgendwie cool. down the hall. Mit dem Rot und so. Oh, moin. Wie jetzt, das war schon. Okay, hier ist ein Raum. Wir werden erst einmal weiter mit dem Gesandten und seinen Truppen kooperieren. Ich interessiere mich nicht für seine wilden Träume von temporaler Befreiung, aber wenn er mich à jour retten lässt, wird er meine Loyalität bis zum Ende bekommen. Und wenn ich den Toxotat in meinen Händen halte, werde ich jeden Stern der Allianz vernichten. Okay. Der ist nicht so freundlich, würde ich sagen. Gut, gehen wir mal weiter ein Stück. Feinde. Phaser bereit und feuern. Das war's mit Nummer 1. Und auch der Techniker sagt auf Wiedersehen. Ein Fähnrich. Fähnrich sind immer Wetshirts. So. Mal gucken, ob wir hier reinkommen. Oh, hallo. Also, was hier so los ist, Sprengmeister. Ja, der war aber ganz schön alt für einen Sprengmeister. Und die auch für einen Junior-Offizier, würde ich mal sagen, oder? Na gut. Ich glaube, wir sollten uns mal das Pad angucken. Anoraks, dein edler Traum wird bald Wirklichkeit werden. Die Föderation wird fallen und das Krenom-Imperium wird neu geboren werden. Das Endspiel beginnt, Anoraks. Auf deinem Namensschiff werden wir diesen Krieg beenden und unser verhassten Feind auf Procyon 5 vernichten. Wir werden frei sein. Okay, das hat sich irgendwie nicht so angehört, nach dem, was ich hören wollte. Der will uns vernichten? Haben wir das verdient? Gute Frage, weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Aber ich weiß es auf jeden Fall, dass ich beantworten kann, dass diese Krenom hier sterben werden. Alle.
Und na cool natürlich. Die na cool sollte man nie vergessen und unterschätzen. Aua, ich will aber nicht die Aggro ziehen. Ja, ich bin so schlau. Renn genau rein. Ja. Aber jetzt Enemy zum reinforcements beaming in at the transporter pads. Okay. Na cool zuerst. Na cool sind nervig mit ihren komischen Verzerrungen. Gucken, wo ist die Verzerrung da? Und ab. Also immer bei den Nakul muss man immer diese Verzerrung zerstören. Das geht einem dezent auf den Nerv. Auf den Keks, richtig. Let's try one of the consoles for the main doors over there. Still no luck. Head for the other side door at the far end of the hallway. Gut, die war's nicht. Also müssen wir weiterlaufen. Na cool. Der konnte schon mal keine Verzerrung aufbauen. Schon mal etwas. So. Hier auf den Lieutenant schießen. Lieutenant ist eine größere Gefahr wie Fenris. Die Redshots sind sowieso sterben werden. Und draufhalten, Leute. Ah ja, das war's dann auch mit dem. Och Mann, oh, ich wollte noch mal so ein Pad lesen. Hab gar für den Nakul existiert auch eins. Oh, ich hasse diese Verzerrungen. Auf den Lieutenant! Tötet den Lieutenant! Gut. Hätten wir damit die Nakul fertig gemacht. Oh nein. Okay. Das war die falsche Sequenz. Nun gut. Ach gut, so ein paar Kennen. Das ist ja immer besser wie Nakul, würde ich sagen, oder? So, nächste Eingabe. Auch falsch. Wieso nur? Ich weiß, man muss eigentlich bloß die Zahlenreihe verfolgen, aber ich bin dafür zu faul, wenn ich ehrlich bin. Das sind, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 15. Die da? Okay, doch nicht. Ich bin zu blöd, zu 64, 15 zu addieren. Okay. Ich geb's zu. Ich hasse so eine Rätsel in STO teilweise. Können echt nervig sein. Nein, aus. Da hinten, darauf müsst ihr schießen. Warum Nakul? Warum Spiel? Warum tust du mir das an? Oh, ich bin echt zu blöd dafür, ganz ehrlich, das ist jetzt gerade echt traurig. Mann, du sollst doch auf die Verzerrung schießen, habe ich jetzt schon 3-mal gesagt. Danke. Und jetzt verrecke ich auch noch. Mann. Wollt ihr mich verarschen oder was? Oh. Dankeschön, Spiel, dass ich jetzt endlich hier rein darf in diese Halle. Hold your fire. I'd like a word with our guest. You have come so far, done so very much. Time and again, you devastated worlds and civilizations, all in the name of your proper timeline. Today, at Procyon 5, your reign of terror will end. We will be free. You know Krog, of course, and Boretus.
But there is one more player to meet before the end. Come in, my dear. Join us. Don't mind if I do. You're probably wondering why I'm here. Funny story. When Archer, our Archer, found the Defiant back in the 22nd century, there was a message in her computer. For my eyes only. It took a while to get to me, but it was worth the wait. It was from our gracious host, telling me that the Defiant wasn't an accident, but his gift. The gift of Empire, and an invitation to more. Seems only fair to repay such generosity with a gift of my own. Enjoy. The Terran Empire stands with you, Envoy. Ha! Welcome, Admiral. And thank you for the fine gift. Noi! It's you. I've been waiting for this for such a long time, old friend. Your alliance is lost, and your life is almost at an end. Our destiny awaits us at Procyon 5, my allies. Let us depart. No, today Azure will be avenged by my hand. You're not the only one seeking justice today, Vorgon. As you wish. Make them suffer. Okay. So. Dann mal Feuer frei. Aua. So, wir machen erstmal diese Krog fertig, oder wie auch immer die ausgesprochen wird. Weiß der Teufel, wie die ausgesprochen wird. Wie noch eine Verzerrung. Übertreib. Auf die sollst du gehen. Offiziere, ich könnte Hilfe gebrauchen. Aua. Bisschen aus der Zeit hier verschieben. Das ist nämlich so eine geile Fähigkeit, da kann man sich ein bisschen aus der Zeit verschieben. Ach, fickt euch doch. Machen wir halt doch erst Boratus kaputt. Mir auch egal. Solange beide mich in Ruhe lassen danach. Warum? Ich denke, Dennett ist tot. Was macht der Typ da? Ach komm, Boratus, sag endlich gute Nacht. Dankeschön. Immerhin haben wir diesen Boratus getötet. Das finde ich gut. Schon mal einer weniger von diesen Bösewichten. So, jetzt ist noch diese Krog dran und dann haben wir unsere Ruhe hier. Tschüss. Ach, Gott sei Dank. Er ist tot, es geschah alles so schnell. Nach allem, was er getan hat, was er durchgemacht hat, so zu enden. Er hätte gewollt, dass wir weitermachen. Ehren wir sein Opfer. Natürlich, Admiral. Wir haben die Basis gesichert. Fürs Erste. Ich glaube, ich kann das temporale Kommandorelais an der Konsole da drüben wiederherstellen. Sobald sie läuft, können wir Verstärkung rufen. Dann tun wir es. Neu und seine Freunde haben viele Fragen zu beantworten. Melanie und Ares, erfassen Sie Daniels und beamen Sie ihn hoch.
So. Dann werden wir mal gucken, was wir jetzt hier noch schnell wieder aktivieren können. Alle Sicherheitstüren entriegeln. Zurück zum Hauptfenster. Temporales Kommandorelais aktivieren. Zurück zum Hauptfenster. Verlassen. Die temporale Kommandorelais ist aktiv und ich habe ein Notsignal an alle Schiffe der Zeitflotte versandt. Sie sind bereit auf ihr Schiff zurückzubeamen? Ja, Energie. Und schon sind wir oben. Willkommen zurück, Admiral. Der Gesandte neu ist. Hat die ISS Enterprise für uns zurückgelassen. Wir müssen kämpfen. Da wollen wir sie mal nicht enttäuschen. Roter Alarm. Alle Mann auf Gefechtsstation. Oh ja, die ISS Enterprise. Well, well. You really did a number on poor Krog and Baradas. I have to say, I'm more than a little impressed. Between you and me, I think the Vorgons are upset with you. Enjoy! Tasi Verteidigungsmuster, Melanie Gamma 2. Cool, wir haben unser eigenes Verteidigungsmuster. Das ist toll. So, dann machen wir aber erstmal hier die Vogonen platt, würde ich sagen. Tschüssikowski. Bringing friends, are you? Well, I have friends to bring too. Their deadly nemesis is here. Okay, wenn du meinst. Also ist ja nicht so, dass ich gerade die Krelle zerfetzt habe wie sonst was, aber naja, du wirst schon irgendwo recht haben, Dieter. Naja. The USS Tempest is at your disposal. Nö, eigentlich nicht, Captain. Aber wenn sie mitkämpfen wollen, immer wieder gerne. Was ist das für eine Schiffs... Ernsthaft? Die haben auch nur noch diese Schiffe hier in dem Jahrhundert. Nur noch die Relativities-Schiffe. So. Den Demosch-Zerstörer noch und dann haben wir schon. Zack. Gut, dann machen wir Verfolgungskurs auf die Enterprise setzen. Oh, in a word. Ouch. You wiped those poor fools out with almost Terran efficiency. Aren't you supposed to be from the good universe? Oh well. Perhaps the Krenim will get the job done. Fliehen Sie, Lita. Fliehen Sie den ganzen Weg zurück in Ihr eigenes Universum. Oh Gott, die Krenne. Ernsthaft, Lita. Na gut. Und war es am Anfang gar nicht die Krenne, sondern die Vogonen? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Cool. Schiffe der Wales-Klasse. Noch mehr Wales-Schiffe. Yay. Also die Wales ist eine schöne Schiffsklasse, aber wieso so viele? Zack. Ach, da ist auch die Enterprise. Die Enterprise. Aber die falsche, die hat kein USS stehen, ist ISS. You're slaughtering all my freedom fighters, killer. Oh, cool, wir dürfen sie endlich angreifen. Aua, Enterprise ist böse. Aua. Enterprise böse, Enterprise tut weh. Aua. Ich wollte immer schon mal die Delta-Allianz-Verstärkung ansehen. Was kommt denn da so für Schiffe? Aha, das ist die Delta-Quadrant-Verstärkung. Okay. Ja, why not, ne? Aua, nicht sterben. Nicht sterben. Ich glaube, wir sollten erstmal die temporalen Möbius kaputt machen, weil ich glaube, die werden von der Enterprise, die Enterprise wird von denen geheilt. Aua! Aua! Das tat weh.
Na gut, Terraner Forschungsschiff, Feuer frei, würde ich mal sagen. Gucken, was es so aushält, das gute Stück. Wie klasse ist es eigentlich? Nicht hier Traplet. Luna. Tut mir leid. Bam. So, wenn wir mal den Möbius-Zerstörer uns vorknüpfen, würde ich sagen. Als nächstes Schiff. Okay. Das war's auch mit dem. Und dann der nächste. Hält der länger aus? Nein, nicht wirklich. Und auf die Enterprise. Feuer frei. Feuer aus allen Rohren. Sagen wir mal der Enterprise mal goodbye, würde ich sagen. Gucken, ob wir es schaffen, Lita zu besiegen. Ja. Und Torpedos. Bumm. Tschüss. Aua. Okay, sie hat auf jeden Fall böse Quantentorpedos. Das gebe ich zu. Das ist ziemlich böse. Here. These are all the ships we could spare. Let's do this. All ships hold. There are too many of them. Uh-oh. What's wrong? I thought you wanted to catch me. Enough, Lita. Our battle is at Procyon 5. Not all here. Ships, set course. Now. Ta-ta! Until next time. Sorry we didn't get here sooner. How bad was it? Schlecht, wir haben Daniels verloren. I'm sorry, he was a good man. The war was taking a heavy toll on him, particularly the Battle of Procyon 5. The enemy keeps attacking us there, and they're getting stronger each time. Each Alliance victory has come with a higher price, for Daniels especially. Seine Narben. Yes, he was a crucial figure in the battle, at the heart of it every time, barely surviving in some cases. And now, he's gone. We might not be able to win it without him. Hat gewollt, dass wir weiterkämpfen und genau das werde ich tun. Aldex und Bremer, wir können das System auf ihren Befehl verlassen. Dann verlassen wir es doch mal. The loss of Daniels is a blow to us all. We certainly could use his counsel now. Noy's treachery is taking a bloody toll. I should have seen it coming, prepared for it. For now, we must forge onward. The arrival of Admiral Lita's fleet could tip the scales in Noy's favor. Permanently. Prepare yourself, your crew, and your ship. We need you at Procyon 5 as soon as you're ready. Natürlich, Chekhov. Congratulations, Admiral. So. Und damit bedanke ich mich auch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.